Rasenmäherroboter sind Tierquälerei. Du- Scheiße. Hi, ich bin Sarah. Hi, ich bin Michi und bis jetzt habt ihr mich heute auf dem Kanal noch nicht gesehen, sondern nur sie, aber heute bin ich auch mal dabei. Und das ist Sammy. Wir spielen heute ein Spiel, das zum Denken anregen soll, und zwar Natur-Hot-Takes. Jeder von uns hat 3 Hot-Takes aufgeschrieben, insgesamt gibt es also 6. Und eine Person hat immer keine Ahnung, was kommt. Und wir stimmen dann ab, ob wir zustimmen, nicht zustimmen oder es ist kompliziert. Thematisch geht es um Naturthemen und wir möchten generell ein bisschen zum Nachdenken anregen. Das heißt aber auch, ihr könnt auch gerne nicht unserer Meinung sein. Und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben oder miteinander auch diskutieren. Bleibt nur bitte respektvoll. Okay, dann fange ich einmal an und würde den ersten Hot Take ziehen. So, als ersten Take haben wir: Klimaschutz wird ohne Verbote nicht funktionieren. Du darfst nicht schauen, was ich nehme, gell? Natürlich. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Okay. Du stimmst nicht zu. Ich Okay, stimme nicht spannend. zu. Ja. Warum, wenn ich fragen darf? Ich glaube, es wird nicht mit Verboten funktionieren. Auch wenn Verbote das ist, was es vielleicht. Also, aufgrund der Notlage, glaube ich, wäre es sogar legitim, Verbote einzuführen. Aber ich glaube, sobald du etwas verbietest, wird es das genaue Gegenteil umschlagen. Und ich persönlich glaube, dass es eher so sein sollte, dass die Leute sich freiwillig dafür entscheiden, weil sie anfangen, es zu verstehen. Und genau deswegen finde ich auch die Schwurbler-Szene so gefährlich, weil anstatt dass wir uns dahin bewegen, dass man mehr versteht, gehen wir eher in so eine Richtung, dass man halt immer weniger versteht und immer weniger der Wissenschaft glaubt und auch halt eben den KlimawissenschaftlerInnen. Ja, das ist meine Meinung dazu. Und du? Okay, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, also aus meiner Perspektive ist das auch ein relativ drastisches Problem. Und ich glaube, es wurde lange und breit versucht, irgendwie das so zu integrieren, politisch und gesellschaftlich, dass das irgendwie möglichst wenig Einschnitte in das alltägliche Leben, sage ich mal, von allen hat. Es hat nur nicht sonderlich viel gebracht bis jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich denke, dass spätestens an dem Punkt, wenn, wie wir vielleicht mittlerweile auch schon mitbekommen, die Konsequenzen zu drastisch werden, man um Verbote nicht mehr umhinkommen wird. Ich meine, es wird ja jetzt schon teilweise mit Verboten gearbeitet. Das Verbrenneraus ist schon beschlossen, theoretisch. Ab 2035 sollen nur noch E-Autos zugelassen werden. Hätten wir schon das erste Verbot. Aber meinst du nicht, dass gerade weil wir jetzt immer mehr Auswirkungen der Klimakrise spüren, zum Beispiel die Hitzewelle, weshalb wir die ganze Zeit schwitzen, dass gerade das der Grund ist, warum Menschen eher freiwillig zu Klima- und Naturschutzmaßnahmen greifen? Natürlich werden die Leute immer mehr freiwillig sich dafür einsetzen und auch das Ganze akzeptieren. Aber rein von politischer Ebene, glaube ich, Mhm. heißt das halt trotzdem, man muss gewisse Dinge regulieren, gewisse Dinge vielleicht auch verbieten eben. Mhm. Okay. Und welchen Kompliziertheitsgrad würdest du geben? Also sagen wir mal zum Beispiel, ein Smiley wäre relativ eindeutig. 2 Smiley bedeutet, es gibt mehrere Perspektiven. Und 3 Smileys bedeuten vollkommenes Chaos in der Wissenschaft, Gesellschaft oder Politik. Puh, ich denke, für mich ist das eine Eins, weil, also wir sehen ja schon, dass es Verbote bereits gibt und dass es auch politisch viel mit Verboten gehandhabt wird. Und meiner Meinung nach wäre es verschön, wenn das an sämtlichen Stellen irgendwie aus freiem Willen und aus gutem Gewissen entsteht. Nur umsetzen lassen wird sich das wahrscheinlich ohne Verbote nicht, nein. Boah, ich hätte eine 3 gegeben. Ich finde, das ist ein sehr heikles Thema und sehr schwierig mit Gewissheit zu beantworten. Aber was ist, wenn wir uns auf 2 antworten? Also es gibt mehrere Perspektiven. Es gibt auf jeden Fall mehrere Perspektiven. Ja, ich habe nur eine recht eindeutige Meinung dazu, muss ich gestehen. Wärst du fein mit 2? Natürlich. Okay. Das heißt, Kompliziertheitsgrad 2. Okay, nächster Take. Bitte. Du hast dir Mühe gegeben, dass du leserlich schreibst, gell? Einigermaßen. Okay. Spezifischer Artenschutz bewirkt weniger als der Schutz von Ökosystemen. Ich stimme dem Ganzen zu. Okay. Und du Ich glaube, dann sind wir uns relativ einig. Da gibt es nicht viel Diskussion. Ökosystemschutz kann zum Beispiel heißen,
dass man ein Naturschutzgebiet aus einer Region macht und das hilft in der Regel auch der Art. Artenschutz wäre aber zum Beispiel, dass wenn es, sagen wir mal, es gibt eine Pilzinfektion bei einer bestimmten Art, dass man auch aktiv dagegen vorgeht, gegen diesen Pilz und versucht, diesen Arten zu helfen. Also es ist nicht ganz dasselbe. Würdest du da noch was hinzufügen? Meine Meinung dazu ist, dass natürlich Artenschutz ist wichtig. Ich glaube aber, dass in vielen Fällen, auch wenn Artenschutz Schutz des Ökosystems teilweise beinhaltet, man mehr bewirken könnte, wenn man diesen Fokus von der einzelnen Art weg auf das komplette Ökosystem legt, weil man einfach viel mehr Pflanzenarten erfassen kann. Okay, und welchen Kompliziertheitsgrad würdest du geben? Ich würde sagen bei 2, weil es gibt schon auf jeden Fall unterschiedliche Ansichten, die man auf das Ganze haben kann. Vor allem, wie es in der Realität umgesetzt wird, ist es halt oft so, dass vor allem Arten, die vielleicht besonders süß, vielleicht besonders populär sind, deutlich mehr Schutz bekommen als Arten, bei denen es jetzt nicht der Fall ist. Oder auch Ökosysteme, die halt einfach nicht so schützenswert angesehen werden von der Gesellschaft, meine ich. Dazu habe ich ein Video gemacht. Das könnt ihr hier oben jetzt anklicken. Und da geht es genau um diese charismatischen Arten, von denen Michi gerade geredet hat. Gut, dann ziehst du jetzt den nächsten Hot Take. Jawohl. Dann schauen wir doch mal. Gut, unser nächster Hot Take ist, Aufforstung ist oft nur Greenwashing. Hey, nicht schauen! Ich habe nicht geschaut, alles gut. Okay, dann beginne ich mal. Also Ja. das Ding bei Aufforsten ist, das macht man ja auch teilweise einmal natürlich, um wieder Artenräume und Wälder zu schaffen. Das macht man aber auch, um CO2 zu speichern. Wobei das CO2 nur so lange gespeichert bleibt, wie die Wälder auch bestehen. Wenn der Wald jetzt einfach abbrennt, dann ist das CO2 auch wieder freigegeben. Grundsätzlich finde ich, glaube ich, Aufforstung nicht schlecht. Wichtig ist aber eher, bereits bestehende Wälder zu erhalten und bestehende Bäume zu erhalten. Genau, das wäre meine Meinung dazu. Genau, ich bin auch der Meinung, das ist kompliziert, weil natürlich ist es erstmal besser, Aufforstung und Wälder zu pflanzen, anstatt keine Wälder zu pflanzen und keine Aufforstung zu betreiben. Allerdings kommt es natürlich auch stark darauf an, wo werden diese Wälder gepflanzt, wie durchdacht werden diese Wälder gepflanzt. Stellt man da einfach nur auf bracher Ebene Bäume hin, um sagen zu können, wir haben Bäume gepflanzt und damit seine Bilanz aufzubessern, zu sagen, man spart CO2 ein zum Beispiel. Das denke ich auch das, was hier mit Greenwashing gemeint wird. Oder sind diese Bäume wirklich Teil eines bestehenden Ökosystems und macht das Ganze Sinn? Werden die auch dauerhaft erhalten? Da würde ich auch noch hinzufügen, also ich stimme voll zu, ich würde auch noch dazu hinzufügen, es macht ja auch einen Unterschied, was für Bäume man da zusammensetzt und ob man da ein durchdachtes Konzept hat, wie ein Wald funktionieren könnte, oder ob man also so ganz stupide eine Baumart dahin pflanzt, vielleicht noch an einem Ort, wo sie nicht mehr gut wachsen kann, und dann sagt, juhu, wir haben ganz viele Bäume gepflanzt. Genau. Okay, und wie würdest du den Schwierigkeitsgrad von der Frage einschätzen? Würdest du eher 1, 2 oder 3 Smileys geben? 2. 2? Es gibt mehrere Perspektiven. Ich denke, ich wäre eher bei einem. Ich finde, das ist ein recht geradliniges Thema. Weil natürlich, je nachdem, wie man das macht, gibt schon unterschiedliche Perspektiven, aber der einzelne Fall finde ich recht klar bewerten in meinen Augen. Ja, okay, du hast recht. Wir bleiben bei einem Smiley. Sehr gut. Dann würdest du den nächsten Hotdeck ziehen, bitte, für uns. Hilfe. Scheiße. Fleischkonsum kann ethisch okay sein. Aber für die gesamte Menschheit? Oder reden wir jetzt von hier in Europa? Fleischkonsum kann ethisch okay sein. Ich denke, das ist dann am Ende eine Einzelfallentscheidung. Ob du das jetzt auf die gesamte Menschheit beziehen willst, das kannst du dir frei aussuchen. Okay, dann begründe ich mal meine Entscheidung. Also ich finde, es hängt ein bisschen davon ab, wo man lebt und wie die Tiere gehalten wurden. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, auf irgendeiner Insel lebt und sich dann vom Fisch ernährt. Ach so, Fleisch. Das ist schon Fleisch. Ich habe Fleisch geschrieben. Okay, wenn man dann
ein Wildschwein jagen geht und man hat nicht wirklich viel Auswahl und das Wildschwein hat in der Wildnis gelebt, fände ich es, glaube ich, nicht so schlimm. Beziehungsweise fände ich es nicht schlimm. Ähm, Massentierhaltung ist für mich nie ethisch okay, nie. Was sagst du dazu? Also ich habe ja eine andere Meinung als du, obwohl sich die von der Begründung her, glaube ich, gar nicht so weit unterscheiden. Okay, wild. Also die Frage war ja, kann ethisch vertretbar sein? Ach so. Und also ich finde schon, das kann. Allerdings kommt es, wie Sarah schon gesagt hat, eben sehr auf den Kontext an. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von, wie sie schon meinte, auf einer Insel, von einer kleinen Bevölkerungsgruppe oder sowas ausgehen, die jagen, weil das Teil ihres normalen Lebens ist und Teil einfach ihrer Versorgung, weil sie da nicht die Alternativen haben oder sowas, finde ich, ist das kein Problem. Rein aus der Ethikfrage. Und das sind ja dann oft auch Kulturen, sag ich mal, die relativ im Einklang mit der Natur leben wollen, Muss nicht sein. Aber weil sie ja. das auch wertschätzen als Teil eben ihrer Lebensgrundlage. Wenn wir jetzt natürlich von Massentierhaltung oder sowas ausgehen, stimme ich dir auch völlig zu. Das wäre jetzt ein Teil, den ich auch nicht als ethisch vertretbar irgendwie ansehen kann. Okay, die Leute werden uns hassen jetzt. Also gleich so ein kontroverses Thema. Wie viele Smileys? Ich finde, es ist relativ eindeutig. Ich würde nur einen Smiley geben. Du würdest nur ein Smiley geben. Gut, ich glaube, für uns gibt es da tatsächlich nur eine Perspektive. Ich glaube, ich würde fast 2 Smileys geben, weil je nachdem, welche Lebensrealität die Person hat, die du fragst, glaube ich, gibt es da schon mehr als eine Ansicht. Es gibt auch Leute, sage ich mal, die relativ abgeschieden leben, die einfach angewiesen sind auf das als Teil ihrer Ernährung Ja. zum Beispiel. Oder irgendwelche Ernährungsprobleme haben und deswegen zum Beispiel keine Früchte essen können, wie Fructoseintoleranz. Also es gibt, ja gut, von mir aus. Nehmen wir, es gibt mehrere Perspektiven. Okay. Die Tiere haben jetzt Sendepause. Ich spiele einfach weiter. Er hat seinen Ball selber geworfen. Okay. Mache ich mich einmal an den vorletzten Take. Der Mensch kontrolliert die Natur. Ich stimme auch nicht zu. Okay. Warum? Weil der Mensch die Natur natürlich in manchen Aspekten kontrolliert und auch beeinflusst, aber letzten Endes die Natur schon auch sehr unkontrolliert auf den Menschen einwirken kann. Ich meine, wir sehen es jetzt momentan, es gibt sehr viel Waldbrände und so weiter und natürlich werden die dann teilweise vom Menschen unter Kontrolle gebracht, aber haben wir die wirklich unter Kontrolle, wenn die über Wochen brennen zum Beispiel? Allgemein viel Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse und sowas sind jetzt die, sage ich mal, direktesten Antworten auf die Frage. Es gibt momentan, glaube ich, auch einen Vulkanausbruch erst. Solche Dinge haben wir auf Okay. jeden Fall nicht unter Kontrolle. Ich glaube, der Mensch will die Natur kontrollieren, aber so wie du es gerade gesagt hast, geht halt nicht, funktioniert nicht. Ja, es gibt so viele Faktoren, die da mit reinspielen und wo wir zwar vielleicht verstehen, was passiert, aber wirklich beeinflussen oder verhindern können, noch lange nicht auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut. Wie kompliziert würdest du das einschätzen? Eindeutig. Okay. Ein Smiley. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Okay, dann einmal zum nächsten Hot Take. Sarah, bist du so gut? Ja. Das habe ich geschrieben. Rasenmäherroboter sind Tierquälerei. Rasenmäherroboter sind Tierquälerei. Okay. Okay. Ja. Mhm. Okay, das ist dein Take, dann erklär mir mal, wie kommst du zu Ah. deiner These? Genau, das Problem bei Rasenmäherroboter ist, dass viele Leute das ja auch automatisch eingestellt haben. Also zum Beispiel einmal am Tag oder einmal alle 3 Tage oder einmal die Woche. Und es gibt ganz, ganz viele und schlimme Igelvorfälle, wo Igel da halb zerfetzt rauskommen oder komplett umgebracht werden. Und die Auffangstationen sind jetzt voll mit ganz schlimm verletzten Igel. Und deswegen finde ich es das Tierquälerei, wenn es unbeaufsichtigt ist. Okay. Und man soll es auch nicht abends in der Dämmerungszeit machen. Wenn es beaufsichtigt ist, ist es, denke ich, nicht so schlimm. Also man sieht dann, man würde ja stoppen, bevor ein Igel umgebracht wird.
Okay, wow. Das, ja, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich dachte mir auch, dass vor allem, wenn die unbeaufsichtigt laufen, dass da bestimmt einiges an Tieren zu Schaden kommen kann. Und deswegen habe ich mich auch für es kompliziert entschieden. Tatsächlich ist die Methode, die am schonendsten wäre für die gesamte Tierwelt, die Sichel. Da sehe ich dich, Michi. Irgendwann stehst du dann da mit der Sichel und es wird Ja. eins, oder? Okay, das wäre es dann auch schon mit unseren Hot Takes. Da waren jetzt einige kontroversere, sage ich mal, auch dabei. Auch mit Absicht. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu, ob ihr zustimmt, ob ihr ganz andere Meinungen habt und vielleicht auch selber ein paar Hot Takes, die ihr in die Richtung habt, in die Kommentare. Und Oh, stimmt. Wir könnten eure Hot Takes vielleicht aufnehmen fürs nächste Mal. vielleicht diskutieren wir die dann beim nächsten Mal oder auch einfach nur mit anderen Leuten in den Kommentaren. Vielen Dank. Ciao! Ciao. So schlimm war das doch nicht. Ja,